Märchen sind gruselig. Sie sind nicht märchenhaft. Sie sind keine schönen Geschichten für Kinder. Sie sind besonders nicht das, was Disney daraus gemacht hat. Sie sind besser für Halloween geeignet als für Valentinstag. Heute erzähle ich meine liebsten gruseligen Märchen. Nummer 1. Schneewittchen. Schneewittchen hat viele Teile, die grauenhaft sind, aber was ganz am Anfang passiert, ist das Schlimmste. Jeder weiß, dass die Stiefmutter böse war und Schneewittchen töten wollte. Sie schickte Schneewittchen mit einem Jäger in den Wald. Als Beweis für den Auftragsmord sollte er Lunge und Leber des Mädchens zurückbringen. Der Jäger brachte stattdessen Lunge und Leber eines Ebers zurück. Die Stiefmutter ließ die Organe kochen und verspeiste sie. Sie wollte Schneewittchens Lunge und Leber essen. Wie krank ist das denn? Bonuspunkte fürs Ende von Schneewittchen. Schneewittchen und der Prinz feierten ihre Hochzeit. Die böse Stiefmutter wurde auch zum Hochzeitsfest eingeladen. Als sie einkam, ließ der Prinz ihre Füße in vor Hitzen glühende Eisenpantoffeln stecken. Dann müsste sie darin vor Schmerz so lange tanzen, bis sie tot zusammenbrach. Ich glaube, der Prinz heißt Jigsaw. Er möchte ein Spiel spielen. Nummer 2. Dornröschen. Es gibt viele Probleme in diesem Märchen. Erstens war Dornröschen nur 15 Jahre alt, als sie einschlief. Sie war eine Minderjährige, aber das ist nur ein Teil von dem Problem. Dornröschen wurde nicht von einem Kuss geweckt, sondern vom Saugen eines Kindes an ihrem Finger. Das war eins der beiden Kinder, die sie während ihres Schlafes zur Welt brachte. Sie war 15 Jahre alt und sie schlief. Wessen Kinder sind das? Nummer 3. Die kleine Meerjungfrau. Als die Meerjungfrau ihren Fischschwanz in Beine von der Hexe verwandeln ließ, tat es mit jedem Schritt so weh, als ob sie über Messerspitzen liefe. Der Prinz heiratete eine andere Frau. Wenn die Meerjungfrau sich nicht in Schaum auslösen wollte, musste sie den Prinz töten. Da sie das nicht ertragen konnte, löste sie sich in Schaum auf. Der Prinz merkte gar nichts. Er feierte einfach seine Hochzeit. Zumindest war er am Ende glücklich. Nummer 4. Aschenputtel. Um in die gläsernen Pantoffeln mit ihren großen Füßen zu passen, schnitt die erste Stiefschwester ihren großen Zeh ab. Der Prinz war zu blöd zu merken, dass ihr Fuß blutet. Ein paar Tauben haben ihm gesagt, dass sie nicht die richtige Frau war. Die zweite Stiefschwester schnitt ihre Ferse ab. Er bemerkte das auch nicht und die Tauben mussten ihn noch einmal vor einer Fehlentscheidung retten. Der Pantoffel passte Aschenputtels Fuß und der Prinz heiratete sie. Beim Hochzeitsfest pickten die Tauben den Stiefschwestern die Augen aus. Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber diese Vögel ernährten sich auch am Nachmittag gut. Nummer 5. Peter Pan. Peter Pan ist das einzige Kind in Nimmerland, das nie erwachsen wird, aber die anderen Kinder schon. Peter Pan will nicht erwachsen werden, denn er hasst Erwachsene. Er hasst sie so sehr, dass wenn die anderen Kinder zu alt werden, er sie tötet. Neue Kinder kommen und werden Teil der Gruppe der verlorenen Jungs. Niemand wächst in Nimmerland auf, aber nicht wegen Magie. Peter Pan ist ein Massenmörder. Diesen Film will ich sehen. Cameron Monaghan spielt die Hauptrolle. Kristen Bell ist Wendy. Sie denkt, Peter ist hübsch, aber sie findet heraus, was wirklich mit den Jungs passiert ist. Sie fordert Hilfe von Captain Hook an, deren Sohn von Peter Pan getötet wurde. Captain Hook ist kein böser Mann, er will seinen Sohn einfach nur rächen. Wenn du die Filmrechte für diese Idee kaufen willst, kannst du mir eine E-Mail schicken. Das ist meine Liste für heute. Was denkst du? Was sind die gruseligsten Märchen? Schreib mir unten in die Kommentare. Thank you for choosing to learn German with me. If you're looking to take your German learning to the next level, subscribe to this channel and get 2 videos each week from me. If you support this channel on Patreon, you can also get a copy of the script for every video I upload, along with a worksheet and an answer key. If you're just starting to learn German, check out my German for Beginners playlist here on the left. If you've been learning German for a while but you're still looking to learn more, check out my Intermediate playlist on the right. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!